Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. EU10 startet diesen Freitag um 16 Uhr und mit diesem Serverstart stehen euch natürlich auch wieder die Chancen zur Verfügung, Avatare zu bekommen. Das Ganze ist natürlich nicht so einfach, da jeweils für die jeweilige Klasse, die entweder am höchsten im Level ist oder am höchsten in der Ehrenhalle, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das jetzt gerade aufnehme, das Video, noch nicht, habt ihr die Möglichkeit, ein Avatarbild zu gewinnen. Und das macht natürlich EU10 für viele Leute nochmal sehr viel spannender und kompetitiver, als es schon der Fall ist. Der Server wird schon an sich sehr gehypt werden und dadurch, dass es halt ein Jubiläumsserver ist, sind sehr viele YouTuber am Start und jetzt halt auch noch das mit den Avatarbildern zusätzlich obendrauf. Und da wollte ich auf jeden Fall euch so einen kleinen Tipp geben, wie ihr eure Chancen enorm verbessern könnt, auf so ein Avatarbild am Ende des Tages zu gewinnen. Und dabei spielt es halt eben, wie gesagt, keine Rolle, ob es am Ende darum geht, welche Klasse ist am höchsten in der Ehrenhalle, also von der Ehre her oder vom Level her. Das erste wäre nochmal für diese Taktik deutlich angenehmer. Und falls ihr für EU10 noch keine Gilde gefunden haben solltet, denn die Gilde ist das Ein und Alles, Vorbereitung ist das Ein und Alles. Ja, sehr viele Leute haben jetzt auch schon den Weg wieder zu meinem Discord-Server gefunden und haben sich hier in der Gilden- und Spielersuche auf jeden Fall schon kurz geschlossen. Ihr könnt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung oder unten in den Kommentaren, ist auch angepinnt, sehr gerne meinem Discord-Server joinen und dort in der Gilden- und Spielersektion halt eben für eure Gilde werben oder halt eben eine Gilde suchen, je nachdem, was ihr halt vorhabt. Und viele Leute sind da schon zusammengekommen, haben sich gefunden. Auf jeden Fall das Wichtigste, was ihr machen könnt, vorab schon eine Gilde suchen, besprechen und dann zum Serverstart direkt in eine 50 Mann gut ausgebaute Gilde reingehen. Dann habt ihr auf jeden Fall sehr viel bessere Chancen, auch oben mitzuspielen. Und die Taktik, die ich euch jetzt verraten möchte für so ein Avatarbild, beziehungsweise halt eben die Chancen darauf zu verbessern, ist halt eben folgendermaßen. Das Ganze wird wie gesagt, wir haben jetzt gerade den 20.02., wo ich das Ganze aufnehme, hier abends. Es ist noch nicht bekannt, wie das Ganze ausgelost wird, aber bisher war es so gewesen, dass es auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist und ab diesem Zeitraum ist dann eine Deadline und je nachdem, wer in der Deadline am höchsten in der Ehrenhalle stand, so war es bisher gewesen, bekommt halt eben diesen Avatar. So, und wir haben jetzt halt 10 Klassen, das heißt 10 Leute bekommen auch einen Avatar, je nachdem, für welche Klasse ihr euch dann halt eben entscheidet, habt ihr halt eben die Chance, mit dieser Klasse der Erste in eurer Klasse halt in der Ehrenhalle zu werden. So. Und das möchte ich euch auf jeden Fall ein bisschen erleichtern. Und zwar befinden wir uns ja jetzt gerade hier in der Unterwelt. Und in der Unterwelt, darum geht es im Prinzip auch. Wenn ihr es geschafft haben solltet, in der Zeit den Märchenturm freizuschalten, und das sind halt die Voraussetzungen für die Unterwelt, und eure Edelsteinmine auf Stufe 10 habt, dann könnt ihr halt das Herz zur Unterwelt finden. Ja, das ist halt eben das, was ihr braucht. Das findet ihr ab Stufe 10 aus der Mine hier und damit schaltet ihr das Ganze frei. Und hier ist ein essentielles Feature, was man sich zunutze machen kann für halt eben diese Taktik, in der Ehrenhalle so hoch wie möglich zu stehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute werden massiv Auge machen auf euch und eure Ehre. Die werden versuchen, euch in der Ehrenhalle runterzudrücken, abzufarmen, abzufacken. So, ne? Die wollen unbedingt, dass halt sie weit oben stehen. Und darum geht es am Ende des Tages auch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nach Level oder nach Ehre ist, aber wir gehen mal von aus, das Ganze ist nach Ehre halt aufgesplittet, so wie es vorher gewesen ist, die vorherigen Male. Ja, dann gibt es halt, wie gesagt, eine Deadline, sagen wir mal, um 0 Uhr. Ja, und wir haben es jetzt 23:59 Uhr und sagen wir mal, es sind noch 30 Sekunden auf der Uhr, bevor diese Deadline halt eintrifft und jeder in der Klasse halt gewertet wird, ne? Und die Entscheidung halt fällt. So, da wird viel Bewegung in der Ehrenhalle sein, weil sich jeder angreifen wird.
Es kann aber halt eben nur eine bestimmte Anzahl an Ehre immer hin und her geschubst werden, je nachdem, was ihr halt eben, ja, wie oft ihr den Gegner angreift, beziehungsweise ihr ihn halt Ehre klauen könnt und selbst Ehre dazu bekommt. So, jetzt haben wir aber eine Taktik, und zwar, sobald ihr die Unterwelt freigeschaltet habt, würde ich euch empfehlen, neben dem Standardausbau, den man halt eben so betreibt, halt eben auch so Gladiator, Seelenextraktor, ne, Herz ist klar, ne, das, was halt einen eben auch die Seelen beschafft, auch den Adventure-Matic in einer gewissen Art und Weise auch auszubauen. Und den würde ich kein einziges Mal benutzen. Holt den bitte kein einziges Mal ab. Ja? Das ist nämlich euer Freifahrtschein eventuell in ein eigenes Avatarbild. Denn neben XP und Gold, was ihr halt eben aus dem Adventure-Matic bekommt, bekommt ihr halt eben auch Ehre da draus. Und das nicht wenig. Und wenn ihr jetzt eure Adventure-Matic volllaufen lasst, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das geht, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, keine Ahnung, lasst das Ding immer volllaufen. Ne? Nicht überlaufen, das ist klar, aber lasst es so gut wie möglich volllaufen und holt es wirklich, ja, eine halbe Minute, 20 Sekunden, 10 Sekunden vorher, ich würde nicht 10 Sekunden, macht mal so eine halbe Minute, bevor die Deadline eintrifft, holt ihr eure komplette Adventure-Matic aus der Zeitmaschine ab, also eure komplette Abenteuerlust, die ihr in der Zeit angesammelt habt. Und dadurch, dass ihr halt das eben so kurz vor der Deadline abholt, verschafft ihr euch einen extremen Boost in der Ehrenhalle. Ihr könnt euch künstlich sozusagen hochboosten durch halt eben diesen Trick mit der Zeitmaschine. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Adventure-Matic Stufe 4 haben und wir haben hier jetzt 400 Ehre drin, dann holen wir das jetzt alles ganz kurz vor 0 Uhr ab. Wie gesagt, je nachdem, wann die Deadline halt ist. Ja? Überspringen alles und bekommen instant 250 Ehre. Ja? Und dann holen wir es nochmal ab und bekommen nochmal instant 250 Ehre. Das sind 500 Ehre. Ja, und dann nochmal zack. Und dann haben wir nochmal 120 Ehre. Das haben wir innerhalb von ein paar Sekunden geschafft. Und somit schafft ihr es halt eben in der Ehrenhalle innerhalb von ein paar Sekunden wirklich extrem viel Ehre zu generieren. Macht das wirklich, ja, ich sag mal eine halbe Minute. Eine halbe Minute, bevor die Deadline eintrifft, macht das, damit das auch noch hier noch registriert wird und so. Ne? Man weiß ja nicht, vielleicht laggen manchmal die Server und so. Ne? Aber das, was ihr durch die, ich sag mal, durch die Fights in der Ehrenhalle hier bekommen könnt, ne? Hier ist zum Beispiel, ja, 78 Ehre oder so, ne? Das steht im keinem Verhältnis zu dem, was ihr durch die Zeitmaschine bekommen könnt, kurz vor Schluss. 62 Ehre, ja? Also für die Leute, die sich halt hier um euch rumbewegen, so, ne, auf den Plätzen hier, ne, da könnt ihr halt ein bisschen Ehre gut machen, ne? Das ist aber im Verhältnis nicht viel. Und ihr habt eben gesehen, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 600, 700 Ehre innerhalb von ein paar Sekunden gemacht. Also lasst das Ganze durchlaufen, ja? Nehmt das nicht mit und verschafft euch diesen Ehrenhallen-Boost kurz vor Ende der Deadline, und dann habt ihr halt eben Chancen, in der Ehrenhalle sehr weit oben zu stehen, und dadurch, dass ihr halt das eben so kurz davor macht, können die anderen euch gar nicht so schnell die ganze Ehre wieder abfarmen. Es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht gar nicht so stark seid. Ja? Vielleicht seid ihr schwächer als jemand, der weit über euch steht, aber durch diesen kleinen Trick verschafft ihr euch eben für ein Momentum, ja, für wirklich ein Momentum, hier geht es wirklich um Momentum, einen extrem hohen Vorteil dem anderen gegenüber. Man muss natürlich damit rechnen, dass die anderen das auch machen, dass diese Taktik eventuell bekannt wird. Und jetzt vielleicht dann sowieso. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, falls ihr vorhabt, wirklich so ein Avatarbild zu jagen und das dann halt zu bekommen. Dann bewahrt euch diesen kleinen Trick im Hinterkopf. Lasst die Zeitmaschine volllaufen bis zum geht nicht mehr und holt das alles kurz vor Ultimo ab, und dann steht ihr vielleicht als jemand, der eventuell einen schlechteren Account hat, besser da in der Ehrenhalle, je nachdem, wonach es halt geordnet wird. Wenn das Ganze jetzt nach Level geordnet wird und nicht nach Ehre, dann habt ihr natürlich immer noch einen Vorteil, weil wir haben natürlich auch extrem Erfahrung gemacht in sehr kurzer Zeit, und das könnte euch natürlich auch nochmal
einen kleinen Vorteil geben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn das Ganze nach Ehre geht, dann ist diese Taktik auf jeden Fall sehr verbreitet, weil so viel Ehre in so kurzer Zeit kann man sonst nirgends gewinnen. Ja? Auf der Stufe die Zeitmaschine abzuholen, die vollgelaufen ist, hat vielleicht noch nicht so den Mega-Impact. Ihr habt es gesehen, wir haben vielleicht ein Level geschafft oder so, nicht mal, keine Ahnung, wir waren ja fast, ich weiß nicht, wie viel wir vorher hatten an XP, aber wir haben wirklich nicht viel XP rausbekommen, weil das halt im Early Game noch nicht so reinschallert, ja. Aber die Ehre bleibt ja immer gleich, ob im Early, Mid oder Late Game, das bleibt immer gleich. Deswegen, ja, eventuell ist das Ganze was für euch, nutzt das Ganze, ne? Ich bin hier jetzt auf den Eintagsfliegen-Account hier, weil ich euch das Ganze mal präsentieren wollte. Hier ist die Zeitmaschine halt auch vollgelaufen und genau, so sieht das Ganze aus. Ansonsten, ja, startet am Mittwoch, also wenn ihr das Video jetzt seht, heute, bereits auf F9 schon der Elevator. Ja, bei mir ist es jetzt gerade halt abends, deswegen wir brauchen noch ein bisschen, bis es 16 Uhr am Mittwoch ist, ne, wo ich das Video gerade aufnehme. Also F9 ist wieder der Testserver, Mittwoch 16 Uhr geht das Ganze hier los und am Donnerstag startet dann der Elevator weltweit. Also dann ist der Elevator auf allen Servern vertreten. Ja, das liegt halt daran, dass die am Mittwoch den Elevator auf unserem Server testen. Am Donnerstag kommt er dann halt weltweit raus, damit der am Freitag, wenn der Serverstart ist, sich da nichts irgendwie überkreuzt oder die Performance irgendwie leiden muss. Also das ist wieder aufgesplittet so, ne? Und ich denke mal, das ist ganz gut, damit man halt auch am Freitag einen flüssigen Serverstart dann genießen kann. Und ja, so ist das Ganze gestaffelt. Ne? Haltet auf jeden Fall die Augen und Ohren wieder offen. Natürlich gibt es auch wie beim jedem Mal, ne, eventuell wieder ein kleines Geschenk für euch. Und ja, deswegen das auf jeden Fall erstmal dazu. Ne? Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo auf dem Kanal hier da. Wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst auf jeden Fall dem Video auch sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Falls ihr noch eine Gilde sucht für EU10, dann fühlt euch frei, in der Videobeschreibung oder unten in den Kommentaren meinem Discord-Server zu joinen. Hier sind wirklich sehr viele Leute, die auf EU10 spielen wollen, das ist wirklich krass. Und eventuell ist da jemand für euch dabei, wo ihr sagt, ey, der Gilde würde ich gerne joinen. Könnt auch sehr gerne eure Discord-Server hier verlinken, etc. pp. Ne, könnt hier sehr gerne Werbung für eure Gilde machen. Dafür ist das Ganze da. Dafür bieten wir die Plattform hier auch. Und natürlich auch in der Taverne. Ne, da gibt es natürlich auch einen EU10-Channel, wo natürlich auch gesucht werden kann. Nutzt alle Möglichkeiten, die ihr habt. Ne? Es ist vielfältig, aber ich sage es euch immer wieder, es ist nichts wichtiger, als vorab schon eine Gilde zu suchen, weil es halt auch nichts Schlimmeres gibt, als zum Serverstart keine Gilde zu haben. Dann habt ihr keine Gildenausbauten, die ihr genießen könnt, ja, und dadurch habt ihr halt auch viel schlechtere Abenteuerlust, viel schlechtere Prozente, ne? Deswegen ist schon wichtig, vorher eine aktive Gilde zu haben, deswegen da auf jeden Fall eben die Unterstützung durch diese Plattform halt eben und ja, das war es soweit von mir. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Ansonsten war es das soweit und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.